Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal backen wir fluffige Abreißbrötchen wie vom Bäcker. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Für 10 Brötchen braucht ihr 500 Gramm Mehl, Typ 550, 1,5 Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Esslöffel weiche Butter, ein Päckchen Trockenhefe, 220 bis 240 Milliliter lauwarme Milch und 70 Milliliter lauwarmes Wasser. Außerdem braucht ihr zum Schluss noch einen Eidotter der Größe M und einen Esslöffel Milch. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird die Hefe zusammen mit einem Teil des Zuckers in dem Wasser aufgelöst. Das Mehl wird mit allen Zutaten außer der Butter grob verknetet. Erst dann kommt die Butter hinzu und wird für 5 Minuten gut untergeknetet. Der Hefeteig wird mit Frischhaltefolie oder einem feuchten Geschirrtuch abgedeckt und für 1 Stunde zum Gehen zur Seite gestellt. Nach der ersten Gehzeit wird der Teig kurz durchgeknetet und in 10 gleich große Stücke geteilt. Diese Stücke werden zu Kugeln geformt und sollten abgedeckt nochmal 10 bis 15 Minuten ruhen. Nach dieser Zeit werden die Kugeln oval ausgerollt und dann zu länglichen Brötchen aufgerollt. So können sie dann in einen Backrahmen von 20 bis 30 cm gelegt werden. Natürlich könnt ihr sie auch einfach so aufs Backblech geben. Achtet aber unbedingt darauf, eine Dauerbackfolie oder Backpapier zu verwenden. Locker abgedeckt sollten sie noch ein letztes Mal gehen, dieses Mal für 30 Minuten. Das Eidotter wird mit der Milch verquirlt und die aufgegangenen Brötchen damit bepinselt. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze werden sie anschließend 20 bis 25 Minuten im vorgeheizten Ofen goldgelb gebacken. Und so sehen die Abreißbrötchen dann nach dem Backen aus. Frisch schmecken die fluffigen Leckerbissen am allerbesten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.